Willkommen zurück zu Folge 3 von The Beginner's Guide. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe es bis zu Kapitel 9 Flucht geschafft. Das starten wir jetzt einfach nochmal von Neuem. Angeblich entwickelt im Mai oder Juni 2009. Auch Pornostars Okay, this one is ewig. tough. It's gonna kinda just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Viel machen kann ich hier nicht. Man hat hier wunderschöne Architektur, einen sehr entspannenden Raum. Was ich nicht so ganz raffe, ist, warum ein Brunnen auf einer Klippe steht. Irgendwas wird sich Coda dabei gedacht haben. Hier kann ich sonst mit nichts interagieren. Ah, die Tür geht auf. Das sieht ja hier abgespaced aus. Eine wunderschöne Ebenholzverkleidung haben wir hier. Moderne Architektur. Wunderbar. Das sieht mir doch wunderschön durchgestaltet aus. Hier war ich schon mal. Okay. Was haben wir hier? Jetzt ist die Tür See, like, zu. this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Wow, ja, okay, jetzt habe ich hier schwarze... welche Möbel sollen in die Raummitte? Ein Kühlschrank kann man immer gebrauchen in der Mitte des Raums. Jetzt habe ich einen Tisch bekommen. Was ist mit der Wand? Ich hätte ja gerne eine Waschmaschine. Jetzt kriege ich Sofas. Was soll das denn? Dieser Raum braucht etwas zum Auflockern. Nö, ich nehme die Tesla-Spulen. Aber es bringt wahrscheinlich eh nichts. Ja, ich krieg eine Lampe. Hey. Wenn sie spielen möchte, uns keine Option. Und einen Tisch. Wir brauchen einen Tisch. Wer bist du? Von wo aus machst du das? Ich bin ziemlich sicher, dass keine meiner Entscheidung irgendwas bewirkt. Tische wurden 1935 erfunden. Das bezweifle ich. Ich nehme mal die 2 und bekomme einen Tisch. Der Brunnen ist immer noch da. Wow! There's a bit more to this one, but still, it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Das sieht aus wie ein IKEA-Lager. Ich bin jetzt in einem IKEA-Lager gelandet. So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Hallo, bitte geh... Also ich kann nirgendwo anders hin, ne? Bitte geh vor... Hallo? Bitte geh... Was steht da? Vorwärts. Mache ich. Mit dieser Anleitung kommst du aus jedem Gefängnis heraus. Super. Das wäre doch super. Folge den Anweisungen genau, vergiss keinen Schritt. Zuerst, okay, merken. Ach, da sind wieder die 3 Punkte. Ne? Zuerst musst du auf diesen Tisch klicken. Will ich das? Aber es war jetzt nicht so, dass wir die riesige Auswahlmöglichkeit haben. Hier sieht es auf jeden Fall sehr modern aus. Gut, jetzt geht's um Fotorahmen und drehen leicht nach rechts. Also Tisch, Fotorahmen leicht nach rechts. Stehlampe aus und wieder ein. Jetzt zum linken Sofa ein bisschen verrücken. Und schließlich die Regale berühren. Das ist es. In einem echten Gefängnis ist der Fluchtweg frei. Geht zurück zum Anfang und wieder zurück in ein Gefängnis gebracht zu werden. Also Tisch klicken, Bild verrücken. Lampe außen wieder ein, Sofa verrücken und dann die Regale. Das kriege ich noch irgendwie hin. Zurück. Machen wir das doch. Okay, jetzt And of Tisch. course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Ja. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop.
that particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going, and then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Okay. Ja, jetzt bin ich hier. Ah, ich sehe da hinten sehe ich schon die Lampe. Kann hier langschleichen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht, was das so wirklich mit diesem Prison Game zu tun hat von vorhin. Sieht ja jetzt vollkommen anders aus. Wir haben hier wieder die Lampe und eine Telefonzelle, wenn ich das richtig interpretiere. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Hallo? Wer ist das? Hey, ich bin's. Ich bin du nach der Flucht aus dem Gefängnis. Du bist ich. Du warst also auch in diesem Gefängnis gefangen. It's a conversation. Ich And war so im this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. froh zu wissen, dass But ich hier the irgendwann irony is that rauskomme. even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Ja, aber das Schlimmste und Unschönste, was ich hier durchgemacht habe. Wie kannst du sowas nur vergessen? Moment, wenn du ich bist, hast du dann da drin einen Anruf von einer anderen Person von dir selbst bekommen? Nein, ich glaube, ich bin die erste Person, die zurückruft. Jetzt will er sagen, wie man da rauskommt. Vielleicht kann ich kommen und dich suchen. Was muss ich tun? Rauskommen musst du muss es dir nur ernst sein. Was? So komme ich frei? Wie funktioniert das? Das wird alles einen Sinn ergeben. Was muss mir ernst sein? Genau das musst du herausfinden, um rauszukommen. Boah, ich bin der Quizmaster hier. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? Noch besser wäre es, wenn es wirklich nice würde. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Wie soll das Spiel funktionieren in einem Spiel, in dem alle Charaktere quasi von ihm erschaffen werden? Das ist nicht irgendwie so das Dilemma des Autors, dass man nur irgendwie... To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Ich gehe hier mal rein, hier sieht's nett aus. Hier habe ich ein wunderschönes Wohnzimmer mit wunderschönen Kissen, Fernsehen, nee, das ist ein Kamin. Und einer verschütteten Cola oder Motoröl, was auch immer es da gibt. Wow, putzen. Meine Güte, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du da bist. Ich dachte schon, ich müsste das ganze Haus alleine putzen. Das wäre eine Elendsarbeit geworden. Jeder weiß, dass es alleine länger dauert. Und zusammen... You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Here the table. Ja, okay, Mensch mit einem grünen Quadrat als Kopf. Was haben wir hier? Raum. Die Bude ist echt schön, so eine wunderschöne Berghütte im Schnee, sieht schön warm und gemütlich aus, den Kamin kann man anmachen. Das ist das... Oh,
bequeme Bett. Ah, wunderbar. Warum rückst du den Teppich nicht gerade? Ah, gut, okay. Putzt du gerne? Naja, also im Moment macht er ja nichts. Mehr eine Notwendigkeit als Spaß. Bei der Arbeit bekomme ich immer so ein wohliges Gefühl. Das geht mir nicht so. Anders lässt sich meine Seele scheinbar nicht beruhigen. Und das ist ja irgendwie das Wichtigste. Das und ein ordentliches Sofa. Könntest du bitte die Sofakissen in Ordnung bringen? Ja, sicher. Oh, ist das fein hier. Kannst du das aufwischen, wenn du da schon da bist? Du, hilfst du mir auch, oder was? Soll ich dir mal einen ganz persönlichen Käse verraten? Käse ist immer gut. Och. Nein. Nein, das war blöd, tut mir leid. Och, komm schon. Hey, das Geschirr muss abgespült werden. Warum übernimmst du das nicht? Wash the dishes. Ich glaube, die Wanne muss mal wieder geputzt werden. Ey, bin ich hier deine Putze oder was? Ja, so sieht doch besser aus. Liegen im Schlafzimmer noch Bücher auf dem Boden herum? Wenn ja, könntest du sie bitte ins Regal einräumen. Wir haben WG-Besichtigung im Moment. So ungefähr kam ich mir auch vor, als ich das Zimmer aufgeräumt habe. Die ganze Wohnung. Perfekt. Denn warum kommst du nicht, du räumst das Geschirr? After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside it, and eventually cohere into something meaningful. Schätzchen, lass dir was sagen. Egal was du tust, du musst es richtig machen, 100%. Deswegen stehst du ja auch da und lässt mich deine ganze scheiß Arbeit machen. Hey, warum kümmern wir uns nicht erst was? I know that Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Persönlicher Käse, würde ich sagen, dass das Haus eines Menschen, wie seine Seele ist, wenn man gut drauf aufpasst, behütet es einen noch gut. Ich weiß nicht, warum mir das so komisch vorkommt. Da ist was Wahres dran, meinst du nicht? Irgendwie nicht. Es gibt auch Leute, die besonders aufgeräumte Häuser haben, aber trotzdem seelische Probleme haben und seelische... Ich habe die Bücher doch schon mal in Ordnung gebracht. Wir machten hier alles unordentlich. Und langsam fängt doch die Musik an, mich zu nerven. La la la. Ja. Geht das jetzt hier immer weiter? Meine Güte, die Sofakissen ja sind total... I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. But, of course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Mhm. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Meine Berghütte fand ich eigentlich ziemlich gemütlich. Wenn man die ganze Zeit nur putzen muss, ist das vielleicht nicht so meins. Hier ist die Lampe, hey. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Okay. Alles, was sie lieben, zum Vorzugspreis. Oh. Ich bin in einem Hörsaal. Warum bist du heute hierher gekommen? Um dein Leben zu verbessern, um dich beruflich zu verbessern? Um eine Beziehung zu vertiefen? Nein. Du bist gekommen, weil du perfekt werden möchtest. Ja. This workshop is going to teach you how to be perfect. Ich möchte, dass dich deine Freunde, die Menschen in deinem Leben ansehen und denken, wow, diese Person ist ein besserer Mensch als ich. Also gut, über welche Person in deinem Leben denkst du das? Welche Person kennst du, die so perfekt ist, dass du für dich selbst nur noch Abscheu empfindest? Im Vergleich zu wem fühlst du dich unnütz, egoistisch, undankbar? Ich werde dich in eine solche Person verwandeln. Perfection is within your grasp. Perfektion ist in deiner Reichweite. Und die Frage ist nicht, wie wir das schaffen, sondern wie wir das mit möglichst wenig Aufwand schaffen. Das ist einfach. Es ist so einfach.
Das ist so About einfach. halfway through the game, Perfekt the zu sein, geht perspective ganz oder shifts. ohne Aufwand. Wow. And you play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Ah, okay. Also ich kann noch die ausgegrauten Optionen. Währenddessen passiert hier die Apokalypse und die anderen stehen im Hörsaal und hören sich das Ganze an. Da oben ist meine Lampe. Ich liebe dich ja noch, aber du lässt mich trotzdem kalt. Trinken richtet in meinem Leben keinen Schaden an. Ja, das unterschreibe ich nicht, aber ich sag's trotzdem mal. Wie geht mir werkst ein Geschwür? Eklig. Wer will hier noch ein bisschen Ecstasy nehmen? Bin ich immer für da. Tu, was am einfachsten ist. Fühle, was wahr ist. Oh nein, der Leute da hinten kommt irgendwas aus dem Raum heraus. Vorsicht, zum Beispiel die Sonne explodiert. Oder so ein Maelstrom des Todes. Alle weg, schnell. I fell pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Okay, und dann würde ich sagen, Januar 2010 gucken wir uns nicht mehr an. Das war's für die 3. Folge von The Beginner's Guide. Ich hoffe, ihr schaut bei Folge 4 wieder rein. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.